Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzl. Kilian Jornet hat in unfassbaren 19 Tagen sämtliche 82 4000er der Alpen bestiegen, dies aus eigener Kraft, sprich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Damit hat er die bestehende Bestzeit um mehr als 2/3 unterboten. Kilian Jornet hat als Skibergsteiger und Bergläufer so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und so wandte er sich zusehends den Herausforderungen abseits des Wettkampfzirkus zu. Seine Projekte haben Dimensionen, die oft nur schwer zu fassen sind. 2023 durchlief er in 8 Tagen die Pyrenäen, bestieg dabei 177 Gipfel der Gebirgskette zwischen Spanien und Frankreich und legte 485 Kilometer und über 43.000 Höhenmeter zurück. Mit seinem jüngsten Projekt in den Alpen skalierte seine Challenge in eine neue Dimension. Begonnen hat er sein Projekt Alpine Connections am 15. August 2024 mit der Besteigung des östlichsten Gipfels der 4000er, dem Piz Bernina. Nach dieser Tour fuhr er mit dem Fahrrad ins Berner Oberland, wo er lauter Ahorn, Schreckhorn und Finsterahorn aneinanderreihte. Nach 4 Stunden Schlaf startete Jornet von der Finsterahornhütte dann und absolvierte eine der härtesten Etappen seines Projektes. 99 Kilometer und 7.890 Höhenmeter waren nötig für die Besteigung 6 weiterer Gipfel, darunter Mönch und Jungfrau. Über 32 Stunden war Jornet am Stück unterwegs, doch damit nicht genug. Nach einem 40 Minuten Powernap schwang sich der Ausnahmeathlet aufs Fahrrad und fuhr 40 Kilometer zum Start der nächsten Etappe. Eine weitere Monsteretappe absolvierte Jornet am Tag 6. Nach für seine Verhältnisse feudalen 6 Stunden Schlaf jagte Jornet in 21 Stunden über die Gipfel von Täschhorn, Dom, Lenzspitze und hängte nachmittags noch Alphubel, Allalinhorn, Rimpfischhorn und Strahlhorn an. Insgesamt legte er dabei 47,7 Kilometer Distanz und 6.139 Höhenmeter zurück. Auch wenn beim Projekt nie die Rede von einem Rekordversuch war, so wurde schnell klar, dass der Spitzenläufer sämtliche Rekorde pulverisieren wird. Und das tat er dann auch. 19 Tage nach Beginn seines Projektes bestieg Jornet mit Bar und Dôme des Secrets die letzten Gipfel des Projektes erfolgreich und resümiert: Das war ohne Zweifel die größte Herausforderung, der ich mich je in meinem Leben gestellt habe. Mental, physisch und technisch. Aber es war wohl auch die schönste aller Herausforderungen. Es fällt mir gerade ziemlich schwer, alle Gefühle einzuordnen. Dieses Projekt werde ich nie vergessen. Um die Leistung von Jornet einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf vergleichbare 4000er Projekte. Im Jahr 2008 gelang den Italienern Diego Giovannini und Franz Nicolini die Begehung aller 4000 aus eigener Kraft in 60 Tagen. Diesen Rekord verpasste Uli Steck 2015 mit 61 Tagen nur knapp. Deutlich schneller absolvierten Peter von Kennel und Kriegel Maurer die 82 Gipfel im Rahmen ihres X-Peaks-Projektes diesen Sommer. Sie bestiegen alle Gipfel in 51 Tagen. Dabei nutzten sie, wo immer möglich, ihre Gleitschirme und verzichteten komplett auf Begleitfahrzeuge. Auch wenn die genannten Projekte nicht 1:1 miteinander vergleichbar sind, beispielsweise bei den Hilfsmitteln oder dem Support Dritter, so steht fest, Kilian Jornet, der stellt alle Rekorde, die bisherigen, mit seinen 19 Tagen in den Schatten. Im Rahmen seines Projektes Alpine Connections legte Jornet insgesamt eine Distanz von 1207 Kilometern zurück, überwand 75.344 Höhenmeter und gönnte sich im Durchschnitt lediglich 5 Stunden und 17 Minuten Schlaf. Ist das noch menschlich? Dieser Frage werden zahlreiche Fachärzte nachgehen, denn Kilian Jornet, der legt sämtliche medizinischen Daten, die erhoben wurden während dem Projekt, offen. So ließ sich der Begleitarzt von Jornet, Dr. Jesus Alvarez, im Vorfeld des Projektes zitieren: Diese Expedition ist eine ganz andere Liga als alles bisherige. Die Anforderungen an Kilian werden so extrem sein, dass wir die physiologischen oder gar genetischen Veränderungen nicht voraussagen können. Voraussagen ließ sich damals schon und lässt sich jetzt mit Sicherheit sagen nach dem Abschluss des Megaprojektes. Kilian Jornet schreibt mit seiner Aneinanderreihung alpine Geschichte und verschiebt die Grenzen des für Menschen möglich Gehaltenen in neue Sphären. Oder in den Worten des französischen Spitzenalpinisten Benjamin Védrine: Man hat es nicht für möglich gehalten, du hast es gemacht. Alle Details zu diesem Projekt von Kilian Jornet findet ihr auf www.lacrux.com.